Während des Corona-Lockdown konnte im Grunde genommen niemand richtig Abschied von den Angehörigen nehmen. Höchstens die engsten Verwandten konnten Abschied nehmen, wenn ein Verstorbener eine Trauerfeier haben wollte. Und das galt ja nicht nur für die Corona-Toten, sondern praktisch für alle, die in dieser Zeit während des Lockdowns Menschen verloren haben. Und ich weiß, je intensiver und runder ein Abschied sein kann, umso besser komme ich durch die Trauer und kann den Schmerz des Verlustes in meinem Herzen anders bewältigen. Und deswegen habe ich Ursula gefragt, was habt ihr gemacht? Und die Freundin und sie hatten eine tolle Idee. Ja, also Mitte Februar bekam eine alte Freundin von mir eine schwere Krebsdiagnose und ist Anfang April gestorben. Sie ist nicht in Berlin gestorben, sondern in ihrer Heimatstadt. Gott sei Dank kurz vor ihrem Tod konnten noch ihre engsten Freundinnen zu ihr und sie begleiten. Sie wollte immer in Berlin begraben werden, hat das aber nicht festgelegt, schriftlich. Deswegen wurde sie in ihrer Heimatstadt von ihren Eltern mit ins Familiengrab genommen. Zur Trauerfeier konnte ich leider nicht kommen. Die war natürlich auch limitiert, weil ich zu jener Zeit in der Schweiz gelebt habe. Und wäre ich zurückgekommen, hätte ich erstmal in Quarantäne gemusst. 14 Tage, das waren die damaligen Regelungen, wenn man aus einem Nicht-EU-Land kommt. Und das hätte ich dann verpasst. Also ich hatte das Gefühl, in so ein Vakuum reinzufallen. Und dann hatte ich die Idee, warum nicht auf dem Friedhof, auf den sie gerne gelegen hätte, einen Ort zu suchen, den wir jetzt als ihren Erinnerungsort für uns deklarieren. Egal, wo ihre Urne jetzt real ist. Und wir sind dann, als ich wieder zurück in Berlin war, zu dritt hier auf den Friedhöfen gewesen und haben nach einer Stelle geguckt, die wir irgendwie ganz passend fanden und dann von der wir auch gedacht haben, das würde der Freundin gut gefallen, hier zu liegen. Und wir haben dann auch eine Stelle gefunden, ein altes Grab, was aber seit Jahrzehnten, glaube ich, nicht mehr besucht worden ist. Dort liegt eine Frau begraben, die 1976 gestorben ist. Und zu jener Zeit, ungefähr 1976, haben wir uns auch kennengelernt. So, das fanden wir dann irgendwie ganz passend. Und den Ort fanden wir auch ganz passend auf dem Friedhof. Da sind so viele kleine Gräber mit Fotos, so ein bisschen alternativ, ein bisschen schräge Leute. Und da hatten wir das Gefühl, das passt doch ganz gut. Und es gibt eine Bank da in der Nähe. Auf jeden Fall haben wir dieses Grab uns ausgesucht. Und das ist seitdem der Erinnerungsort, an dem wir uns treffen manchmal. Da haben wir auch schon mal zusammen gegessen. Die Freundin, die hat auch sehr gerne immer gegessen und dachten, das passt gut zusammen. Blumen hingestellt und Steine hingelegt. Also wir haben dieses Grab besetzt. Und das funktioniert schon. Da haben sich jetzt auch noch andere getroffen, die Freundin gekannt haben. Weil wir gedacht haben, Erinnerung verlangt nach einem gemeinsamen Ort vielleicht und es ist egal, ob da eine Urne liegt oder nicht. Der Geist ist auf jeden Fall, der das kreiert, diesen Ort. Und ich finde das ganz schön. Ich bin gerne hier dann. Wie intensiv diese Suche nach einem Ort des Gedenkens ist, kann man feststellen, wenn Menschen sich anonym bestatten lassen oder eine Seebestattung stattfindet und dann ein Bedürfnis entsteht von den Angehörigen, einen Ort des Abschieds zu haben und zu finden. Hier auf dem Friedhof gibt es einige dieser Plätze, ein Mäuerchen, wo ein Engelchen liegt oder eine Kerze angezündet werden kann, ein Bild des Verstorbenen ist, zum Abschiednehmen, zum Gedenken. Unsere Idee ist, sollte nicht ein Friedhof oder könnte nicht ein Friedhof einen Platz einrichten, an dem man zum Gedenken kommen kann, auch wenn dort kein konkretes Grab ist. Das wäre ein Ort, an dem auch Rituale stattfinden dürften, an dem eine Bank steht, in dem man still gedenken kann, an dem man sich treffen kann, wo man ein Picknick machen kann an Allerheiligen oder sonst wo. Also einfach eine angemessene Form für einen selber oder für eine Gruppe oder die Familie des Gedenkens an einen Angehörigen, dessen Leichnam nicht zu finden ist oder der woanders bestattet ist. Und muss das ein Friedhof sein? Es könnte auch ein anderer Ort sein, vielleicht an der Kirche. In Himmelpfort gibt es eine Kirche mit einer Spirale, einer Lebensspirale, in die man hineingehen kann. Dort drumherum
ein Gedenkort zu errichten, wäre wunderbar, weil man dann in sich gehen kann, auf dem Weg in die Mitte und wieder heraus aus dieser Spirale und dann aus diesem Gefühl des Gedenkens sich dem Angehörigen widmen kann. Also ich finde das eine wunderbare Idee und vielleicht wird sie ja auch gehört und mehr umgesetzt, weil ich meine, im Zeitalter dieser Globalisierung, wo Menschen ganz an anderen Orten sind und auch sterben, als wo vielleicht viele ihrer Lieben leben, ruft es praktisch danach, neue Erinnerungsorte zu finden und auch neue Erinnerungsrituale, weil ich glaube auch, dass es ein tiefes Bedürfnis in uns ist, zu gedenken, zu erinnern, Abschied zu nehmen und Leben und Tod zu versöhnen, in so einen Dialog miteinander zu bringen und das alleine zu tun, aber auch zusammen. Ich finde das toll und denke, Friedhöfe haben ja heute vielfach enorm viel Platz und können das bieten, aber es können auch ganz andere Orte sein, natürlich.